Was, wenn Ihr Vermögen nominal wächst, real aber kaum vorankommt? Viele Anleger konzentrieren sich auf Prozentzahlen im Depot. Doch entscheidend ist nicht die nominale Entwicklung, sondern die reale Kaufkraft. Genau hier wirkt ein stiller Prozess: Inflation, Besteuerung nominaler Gewinne und strukturell niedrige Realrenditen. Kein Crash, keine Schlagzeile, sondern eine langsame Verschiebung. Diese stille Erosion ist das eigentliche Vermögensrisiko 2026. Der unsichtbare Feind. Was ist die stille Erosion? Um das Problem zu packen, müssen wir den Feind erstmal kennen. Die stille Erosion ist keine einzelne Sache, sondern eine gefährliche Mischung aus 3 Kräften, die permanent an ihrem Vermögen zehren. Die erste Kraft ist die Inflation. Die spüren wir alle, wenn der Wocheneinkauf, der Kaffee- oder der Restaurantbesuch teurer wird. Aber wir unterschätzen oft, wie zerstörerisch sie auf lange Sicht ist. Eine Inflationsrate von scheinbar harmlosen 2–3% pro Jahr halbiert die Kaufkraft ihres Geldes über 24 bis 35 Jahre. Ihr Geld ist nominal noch da, klar, aber sie können sich dafür nur noch die Hälfte leisten. Aktuelle Prognosen für Deutschland sehen die Inflation für 2026 bei Werten um die 2,1 bis 2,2%, was nah am Ziel der Europäischen Zentralbank liegt. Das ist aber eine trügerische Ruhe. Die eigentlichen Preistreiber, hohe Staatsverschuldung in Europa und den USA, der demografische Wandel und die Kosten der Energiewende, sind weiter voll da und schaffen ein Umfeld, in dem die Inflation jederzeit wieder anziehen kann. Die zweite Kraft sind die Steuern. In Deutschland wird auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne die Abgeltungssteuer fällig. Die liegt bei 25% plus Soli, was uns zu einer Gesamtbelastung von exakt 26,375% bringt, ohne Kirchensteuer. Der Haken? Diese Steuer wird auf ihre nominalen Gewinne erhoben, nicht auf ihre realen, inflationsbereinigten Gewinne. Das heißt, selbst wenn Ihre Anlage nur die Inflation ausgleicht und Sie real keinen einzigen Cent dazugewonnen haben, besteuert der Staat Ihren Scheingewinn. Das Ergebnis: ein garantierter Verlust an Kaufkraft. Die dritte und letzte Kraft sind die niedrigen Realrenditen. Die Zeiten, in denen man sein Geld sicher auf dem Sparkonto parken und dafür gute Zinsen kassieren konnte, sind endgültig vorbei. Die Leitzinsen der EZB haben sich zwar Anfang 2026 bei moderaten Werten eingependelt, der Einlagensatz liegt bei 2,0%. Das bedeutet aber, dass selbst die besten Sparzinsen es schwer haben, die Inflationsrate wirklich zu schlagen. Zieht man dann noch die Steuern ab, ist die reale Rendite für die meisten sicheren Geldanlagen negativ. Ihr Geld vermehrt sich also langsamer, als es an Kaufkraft verliert. Diese 3 Faktoren, Inflation, Steuern auf nominale Gewinne und negative Realrenditen, sind eine toxische Mischung. Sie wirken langsam, im Verborgenen und werden oft durch nominal steigende Depotwerte verdeckt. Doch ihre Wirkung ist unerbittlich und führt dazu, dass Millionen von Sparern und Anlegern Jahr für Jahr ärmer werden, ohne es zu merken. Wenn Sie wirtschaftliche Entwicklungen strukturiert verstehen möchten, ohne Hype, aber mit klarer Analyse, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Hier geht es nicht um Spekulation, sondern um Systemverständnis. Lektionen aus der Geschichte, wann die Erosion zuschlägt. Dieses Phänomen ist keine Erfindung der letzten Jahre. Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, die stille Erosion schlägt immer dann besonders hart zu, wenn Staaten hohe Schulden haben und versuchen, diese durch billiges Geld zu managen. Schauen wir uns 3 Beispiele an. Das erste führt uns in die USA der 1970er und frühen 1980er Jahre. Diese Periode, oft die große Inflation genannt, war von explodierenden Ölpreisen und hohen Staatsausgaben geprägt. Die Inflation schoss in die Höhe und summierte sich zwischen 1973 und 1982 auf über 100%. Viele denken, damals gab es ja auch hohe Zinsen. Stimmt. Nominalzinsen auf Spareinlagen lagen oft bei 8–10%. Scheinbar bekam man also viel für sein Geld. Doch bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von über 7% in diesem Zeitraum war die reale Rendite nach Steuern tiefrot. Ein Vermögen von 100.000 US-Dollar im Jahr 1973 hatte 10 Jahre später real nur noch eine Kaufkraft von weniger als 50.000 Dollar. Die Sparer wurden von den hohen Nominalzinsen eingelullt,
während die Inflation ihr Vermögen vernichtete. Entscheidend war nicht die Inflation allein. Entscheidend war die Kombination aus Inflation, Besteuerung und negativer Realrendite. Genau dieses Zusammenspiel sehen wir auch heute wieder, wenn auch auf moderaterem Niveau. Ein zweites Beispiel, direkt vor unserer Haustür. Deutschland nach der Währungsreform 1949. Mit der D-Mark begann das Wirtschaftswunder. Doch wie wurde dieser Aufbau finanziert? Unter anderem durch eine expansive Kreditvergabe. In den frühen 1950er Jahren war die offizielle Inflation zwar niedrig, oft nur bei 1–2%. Wer sein Geld aber auf dem Sparbuch ließ, verpasste den Anschluss. Während die produktive Wirtschaft boomte und die Löhne und Unternehmenswerte explodierten, dümpelte das Ersparte vor sich hin. Die Kaufkraft schmolz nicht durch Hyperinflation, sondern durch verpasste Chancen. Die Lektion hier: Selbst in Zeiten starken Wachstums kann reines Geldvermögen real an Wert verlieren, wenn es nicht in der produktiven Wirtschaft arbeitet. Das dritte und jüngste Beispiel ist die Eurozone nach der Finanzkrise, etwa von 2010 bis 2020. Die Staatsverschuldung vieler Länder erreichte Rekordhöhen. Die Europäische Zentralbank reagierte mit einer beispiellosen Nullzinspolitik. Die durchschnittliche Inflation war zwar moderat, aber die Renditen auf Staatsanleihen oder Tagesgeld lagen bei Null. Nach Abzug der Abgeltungsteuer von rund 26,4% auf die mickrigen Erträge war das Ergebnis ein garantierter jährlicher Kaufkraftverlust. Wer in dieser Zeit auf Nummer sicher ging und sein Geld parkte, erlebte die stille Erosion in Reinform. Der Kontostand blieb stabil, doch die Fähigkeit, damit einzukaufen, sank von Jahr zu Jahr. Diese historischen Episoden zeigen ein klares Muster. Hohe Staatsschulden führen fast immer zu einer Geldpolitik, die Sparer schleichend enteignet. Und genau diese Bedingungen, hohe Schulden und der politische Wille, Zinsen niedrig zu halten, prägen auch unsere Gegenwart. Die Anatomie des Wertverlusts. Ein Rechenmodell für 2026–2066. Genug Theorie, rechnen wir es durch. Stellen wir ein realistisches Modell für die nächsten 10 Jahre auf, von 2026 bis 2036, um die stille Erosion greifbar zu machen. Wir starten mit 100.000 Euro. Unsere Annahmen sind bewusst konservativ. Bruttorendite, wir nehmen 4% pro Jahr vor Steuern an. Das ist ein Wert, den man mit einem globalen, ausgewogenen Portfolio historisch erzielen konnte. Aber er ist keine Garantie. Inflation. Wir kalkulieren mit 2,1% pro Jahr. Das entspricht den aktuellen Prognosen für die nahe Zukunft und liegt nahe am EZB-Ziel. Steuern. Wir nehmen den exakten Satz der Abgeltung Steuer plus Soli von 26,375%. Und jetzt Schritt für Schritt. Zuerst die Nettorendite, was nach Steuern übrig bleibt. Von den 4% Bruttorendite ziehen wir 26,375% ab. Das sind 1,055 Prozentpunkte. Übrig bleibt eine nominale Nettorendite von nur noch 2,945% pro Jahr. Schon hier der erste Denkfehler. Viele Anleger sehen 4% und freuen sich, vergessen aber, dass mehr als ein Viertel davon direkt ans Finanzamt geht. Jetzt kommt die Inflation ins Spiel. Von unserer Nettorendite von 2,945% ziehen wir die jährliche Teuerung von 2,1% ab. Was bleibt, ist die reale Nettorendite, magere 0,845% pro Jahr. Das ist ihr tatsächlicher, kaufkraftbereinigter Vermögenszuwachs. Schauen wir, was das über 10 Jahre bedeutet. Unsere 100.000 Euro wachsen mit der nominalen Nettorendite von 2,945% pro Jahr. Nach 10 Jahren steht auf dem Depotauszug ein Betrag von etwa 133.678 Euro. Ein nominaler Gewinn von über 33.000 Euro. Sieht auf dem Papier gut aus, oder? Aber was ist dieses Geld wirklich wert? Dafür müssen wir die Inflation der letzten 10 Jahre einrechnen. Bei 2,1% pro Jahr ist das Preisniveau um den Faktor 1,23 gestiegen. Wir müssen unseren Endbetrag also durch 1,23 teilen. 133.678 Euro geteilt durch 1,23 ergibt einen realen Wert von ca. 108.601 Euro, gemessen in der Kaufkraft von heute. Halten wir kurz inne.
Nach einem Jahrzehnt, in dem Sie investiert haben, Risiken getragen und geduldig gewartet haben, ist Ihr Vermögen real nur um 8.601 Euro gewachsen. Der nominale Zuwachs von fast 34.000 Euro war zu über 75% eine reine Illusion, aufgefressen von Steuern und Inflation. Ihr realer Vermögenszuwachs lag bei unter 1% pro Jahr. Und das ist das optimistische Szenario. Was, wenn die Inflation wieder auf 3% steigt? Dann wird Ihre reale Nettorendite negativ. Ihr Vermögen wächst dann zwar nominal, schrumpft aber real. Was, wenn die Märkte schwächeln und Ihre Bruttorendite nur 3% beträgt? Selbst bei 2,1% Inflation verlieren Sie an Kaufkraft. Dieses simple Modell enthüllt die brutale Wahrheit für im Jahr 2026. Wer sein Vermögen nur mit traditionellen Strategien verwaltet, tritt im besten Fall auf der Stelle. Wahrscheinlicher ist, dass er langsam, aber sicher ärmer wird. Der nominale Zuwachs ist nur das Schmerzmittel, das uns den realen Verlust nicht spüren lässt. Die meisten Anleger bewerten Erfolg nominal. Das System bewertet Vermögen real. Wer diesen Unterschied nicht versteht, überschätzt seinen Fortschritt systematisch. Die Denkfehler der Anleger. Wie wir die Erosion selbst beschleunigen. Die Mathematik ist eine Sache. Aber oft sind es unsere eigenen Denkfehler und Gewohnheiten, die der stillen Erosion Tür und Tor öffnen. Es gibt 3 typische Fallen, in die Anleger gerade jetzt immer wieder tappen. Der erste und vielleicht häufigste Fehler ist die Heimatliebe am Kapitalmarkt, der sogenannte Home Bias. Anleger neigen dazu, vor allem in den Aktienmarkt und die Anleihen ihres Heimatlandes zu investieren. Deutsche kaufen also am liebsten DAX-Aktien und Bundesanleihen. Das fühlt sich vertraut an, ist aber brandgefährlich. Man kettet sein Vermögensschicksal an die Wirtschaft und Politik eines einzigen Währungsraums, des Euroraums, der mit über 90% des BIP hoch verschuldet ist. Man setzt alles auf eine Karte, obwohl die Probleme hier, wie wir gesehen haben, die Haupttreiber der stillen Erosion sind. Der zweite Fehler ist eine Mischung aus Inflationsignoranz und Bequemlichkeit. Obwohl die Zahlen eindeutig sind, klammern sich viele an das, was sie immer getan haben. Sie lassen riesige Summen auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen. Die Begründung? Sicherheit und Flexibilität. In Wahrheit ist Bargeld die Anlageklasse, die von der Inflation am härtesten und direktesten getroffen wird. Jeder Tag, an dem Geld unverzinst herumliegt, ist ein Tag mit garantiertem Kaufkraftverlust. Die Bequemlichkeit, am Bestehenden festzuhalten, hindert uns daran, neue, passende Strategien zu entwickeln. Wir nehmen lieber den sicheren, schleichenden Verlust in Kauf, als das gefühlte Risiko einer Veränderung. Der dritte fatale Fehler ist die Steuerblindheit. Viele Anleger starren nur auf die Bruttorendite. Sie jagen den heißesten Aktientipps oder dem Top-Performer-Fonds des letzten Jahres hinterher. Dabei übersehen sie komplett, wie die Besteuerung ihre Gewinne pulverisiert. Wie unser Rechenmodell gezeigt hat, ist die Steuer kein kleines Detail. Sie ist ein entscheidender Faktor, der aus einer mittelmäßigen Rendite eine miese machen kann. Wer seine Anlagestrategie nicht von Anfang an steuerlich clever aufbaut, kämpft mit einer Hand auf dem Rücken. Er überlässt dem Staat einen viel zu großen Teil vom Kuchen und beschleunigt die stille Erosion damit massiv. Diese 3 Fehler, Heimatfokus, Veränderungsangst und Steuerignoranz, sind die besten Freunde der stillen Erosion. Sie machen unser Vermögen schutzlos. Das Paradigma für im Jahr 2026. Neue Denkmodelle für echten Vermögensschutz. Wenn alte Strategien versagen, brauchen wir neue Denkmodelle. Es geht nicht um einen geheimen Trick, sondern darum, das eigene Portfolio nach fundamental anderen Prinzipien aufzubauen. Hier sind 3 zentrale Ideen, die einen echten Schutzschild gegen die stille Erosion bilden. Denkmodell 1: Radikal global denken. Statt der Heimatliebe zu verfallen, müssen Sie Ihr Vermögen wie ein globales Unternehmen sehen. Ihr Kapital sollte weltweit arbeiten, über verschiedene Wirtschaftsräume, Branchen und Währungen hinweg. Der einfachste Weg dafür sind global gestreute Aktien-ETFs, etwa auf den MSCI World oder FTSE All World. Damit investieren Sie mit einem einzigen Papier in Tausende von Unternehmen weltweit. Aber das geht noch weiter. Es bedeutet auch, bewusst Vermögensteile in anderen starken Währungen wie dem US-Dollar oder Schweizer Franken zu halten. Das schützt Sie vor einer spezifischen Euro-Schwäche. Es geht nicht darum,
aus Deutschland zu fliehen. Es geht darum, ein stabiles, globales Fundament zu bauen, das nicht von der Politik eines einzelnen Landes abhängt. Denkmodell 2. Auf echte Werte setzen, nicht auf Geldversprechen. Sie müssen zwischen Geldwerten und Sachwerten unterscheiden. Geldwerte sind Versprechen in einer Währung, Bargeld, Sparbücher, Anleihen. Wie wir gesehen haben, sind sie die Hauptopfer der Inflation. Sachwerte haben einen inneren, realen Wert. Die wichtigste Kategorie sind hier produktive Sachwerte, also Aktien. Eine Aktie ist kein Lottoschein, sondern ein Anteil an einem echten Unternehmen, das Produkte herstellt, Dienstleistungen anbietet und im Idealfall Gewinne erwirtschaftet, die mit der Inflation mitwachsen. Daneben gibt es reale, unproduktive Sachwerte wie physisches Gold. Gold zahlt keine Zinsen, aber es ist seit Jahrtausenden ein bewährter Speicher für Kaufkraft und eine Versicherung gegen Währungskrisen. Auch klug ausgewählte Immobilien können hier eine Rolle spielen, aber nur, wenn sie unternehmerisch betrieben werden. Der Kern ist: Investieren Sie in Dinge, die einen echten Wert haben, nicht in Geldforderungen, die entwertet werden können. Denkmodell 3. Steuereffizienz von Anfang an mitdenken. Ihre Rendite gehört Ihnen erst, wenn sie nach Steuern real in Ihrer Tasche ankommt. Deshalb muss die Steueroptimierung integraler Teil Ihrer Strategie sein. Das fängt bei einfachen Dingen an, wie der Nutzung von thesaurierenden ETFs. Diese reinvestieren Dividenden automatisch, ohne dass sofort Steuern fällig werden, was den Zinseszinseffekt über lange Zeiträume massiv verstärkt. Für größere Vermögen kann auch eine vermögensverwaltende GmbH sinnvoll sein, um Erträge steuergünstig zu reinvestieren. Es geht hier nicht um illegale Tricks, sondern um die konsequente Nutzung der legalen Spielregeln, um den Anteil, der für Sie arbeitet, zu maximieren. Jede gesparte Steuer ist ein direkter Schlag gegen die stille Erosion. Diese 3 Denkmodelle, globale Diversifikation, Fokus auf Sachwerte und maximale Steuereffizienz, sind zusammen ein robuster Schutzschild für Ihr Vermögen im Jahr 2026 und darüber hinaus. Die meisten Anleger bewerten Erfolg nominal. Das System bewertet Vermögen real. Wer diesen Unterschied nicht versteht, überschätzt seinen Fortschritt systematisch. Vermögen entsteht nicht zufällig. Es entsteht durch Struktur. Und es bleibt nur, wenn man bereit ist, Denkmodelle anzupassen. Im Jahr 2026 ist kein Jahr für extreme Prognosen. Es ist ein Jahr für strategische Klarheit. Was nehmen wir also mit? Die stille Erosion ist der reale und präsente Hauptfeind für jeden von uns im Jahr 2026. Das blinde Vertrauen auf nominale Gewinne auf dem Kontoauszug ist eine gefährliche Illusion. Sie wird vom unerbittlichen Zusammenspiel aus Inflation, Steuern und niedrigen Realrenditen zerstört. Die alten Rezepte der sicheren Geldanlage sind heute ein Rezept für garantierten Kaufkraftverlust. Der Ausweg liegt in einem radikalen Umdenken. Der Schutz Ihres Vermögens braucht eine Strategie, die auf 3 Säulen ruht. Erstens, konsequente globale Streuung zur Risikominimierung. Zweitens, ein unbedingter Fokus auf produktive Sachwerte wie Aktien und reale Werte wie Gold. Und drittens, eine von Anfang an mitgedachte Steuereffizienz, um das zu behalten, was Sie erwirtschaften. Die stille Erosion zu verstehen, ist der erste und wichtigste Schritt, um sie zu besiegen. Es geht nicht darum, in Panik zu verfallen, sondern darum, klug, strategisch und informiert zu handeln. Die Macht, Ihr Vermögen wirklich zu schützen und zu mehren, liegt in Ihren Händen. Fangen Sie heute an, die richtigen Entscheidungen zu treffen.